Wenn du Deutschland verlassen willst, um im Ausland möglichst wenig Steuern zu bezahlen oder keine Steuern zu bezahlen, dann ist es extrem wichtig, dass du dir möglicherweise einen Wohnsitzstaat aussuchst, welcher ein Doppelbesteuerungsabkommen mit Deutschland hat und dass es dann auch noch das richtige Abkommen mit Deutschland ist. Warum das genauso ist und auf was du achten musst, das will ich dir heute in diesem Video erklären am Beispiel von Kryptoeinkünften, die ja viele von euch ganz sicherlich haben werden. Wenn man die sozialen Medien verfolgt, wenn man sich YouTube-Videos anschaut, dann sieht man immer wieder Videos von erfolgreichen, von wohlhabenden, von durchtrainierten Influencern und YouTubern, die ganz stolz in ihrem Video verkünden: Ich verdiene Hunderttausende oder Millionen pro Jahr. Manche sagen sogar, ich verdiene Hunderttausende pro Monat. Ich lebe von meinen Bitcoin-Verkäufen. Ich lebe vom Krypto-Trading. Und das mache ich alles komplett steuerfrei. Ich bin digitaler Nomade oder ich wohne in Dubai und ich bin der deutschen Steuerhölle entkommen. Für viele, die in Deutschland leben und es satt haben, sich vom Staat laufend viel Geld wegnehmen zu lassen, für immer weniger, was sie tatsächlich vom Staat bekommen, wenn man in einem Land lebt, in dem die Lebensqualität ständig abnimmt, in dem man um seine Sicherheit fürchten muss, in dem es geopolitisch möglicherweise demnächst zu einer Krise kommen wird, in einem Land, wo laufend über höhere Steuern und zusätzliche Steuern auf Seiten der Politik debattiert wird, ist es natürlich völlig verständlich, dass sich Leistungsträger mit dem Gedanken befassen, auszuwandern, insbesondere wenn man nicht mal ein Unternehmen hat und dann Dinge wie die Wegzugsteuer oder Entstrickungsbesteuerung bedenken muss, sondern wenn man vielleicht einfach einige Bitcoins oder andere Kryptowährungen erworben hat, die im Wert extrem gestiegen sind, mit denen man ja einfach schlicht und ergreifend über die Grenze auswandern kann, ganz legal, ohne etwas groß in Deutschland beachten zu müssen. Und wie gesagt, wenn man dann solche Videos sieht, dann ist man schnell in Versuchung geführt und denkt, naja, das ist ja extrem einfach. Wenn der es kann, dann kann ich es auch machen. Aber das ist leider nicht so oder zumindest nicht in jedem Fall so. Wenn du nur 2 Bitcoins besitzt zum Beispiel und du ziehst nach Dubai als Beispiel, dann fällst du möglicherweise unter die erweitert beschränkte Steuerpflicht in Deutschland und bist dann noch verpflichtet, für 10 Jahre lang Steuererklärung in Deutschland einzureichen. Außerdem bist du verpflichtet, dich weiterhin an die deutschen Steuerregeln hinsichtlich von Kryptowährungen zu halten, also im Wesentlichen die einjährige Haltefrist. Ansonsten sind die Einkünfte, die du erzielst, in Deutschland zu versteuern. Jedenfalls, wenn deine Einkünfte aus solchen Kryptoverkäufen mehr als 16.500 € sind. Warum ist das so? Nun, es gibt die erweitert beschränkte Steuerpflicht. Sie ist in Paragraphen 2 des Außensteuergesetzes definiert. Wir haben ja dazu schon viele Videos gemacht. Ich möchte den entsprechenden Paragraphen hier jetzt nochmal aufrufen. Und jetzt werde ich dir anhand dieses Paragraphen erklären, wie ich zu der Aussage komme, die ich gerade gemacht habe. Also, hier geht es los. Wer fällt unter die erweiterte beschränkte Steuerpflicht? Eine natürliche Person, die in den letzten 10 Jahren vor dem Ende ihrer unbeschränkten Steuerpflicht als Deutscher insgesamt mindestens 5 Jahre unbeschränkt einkommensteuerpflichtig war und in einem ausländischen Gebiet ansässig ist, in dem sie nur einer niedrigen Besteuerung unterliegt oder in keinem ausländischen Gebiet ansässig ist und wesentliche wirtschaftliche Interessen im Geltungsbereich dieses Gesetzes hat, fällt möglicherweise unter die erweiterte beschränkte Steuerpflicht. Also, erstmal, es sind nur deutsche Staatsbürger davon betroffen. Du musst mindestens in Deutschland 5 der letzten 10 Jahre unbeschränkt steuerpflichtig gewesen sein. Du musst in ein Niedrigsteuerland umgezogen sein oder digital Nomade sein. Und du musst noch wirtschaftliche Interessen in Deutschland haben. Was wirtschaftliche Interessen sind, darauf kommen wir gleich zu sprechen. Was ist jetzt die Rechtsfolge? Diese Person ist bis zum Ablauf von 10 Jahren nach Ende des Jahres, in dem ihre unbeschränkte Steuerpflicht geendet hat, also in den 10 Jahren nach dem Wegzug, über die rein beschränkte Steuerpflicht in Deutschland einkommensteuerpflichtig, und zwar mit allen Einkünften, die bei unbeschränkter Einkommensteuerpflicht nicht ausländische Einkünfte sind. Das heißt also, du bleibst in Deutschland steuerpflichtig für alle Einkünfte, die keine ausländischen Einkünfte sind. Und du weißt ja vermutlich, Einkünfte aus der Veräußerung von Kryptowährungen gelten nicht als ausländische Einkünfte. Das heißt also, mit solchen Einkünften bist du dann potenziell in Deutschland steuerpflichtig. Jetzt kommt noch eine Einschränkung. Satz 1 findet nur Anwendung für Veranlagungszeiträume, in denen die hiernach insgesamt beschränkt steuerpflichtigen Einkünfte mehr als 16.500 € betragen. Also wenn du Krypto verkaufst und dann weniger als 16.500 € Einkünfte erzielst pro Jahr, dann bist du nicht davon betroffen. Aber ansonsten schon. Jetzt ist ja die entscheidende Frage, was gilt als niedrige Besteuerung
Und dann ist die zweite entscheidende Frage, was sind wirtschaftliche Interessen? Denn wir haben ja oben gesehen, wirtschaftliche Interessen in Deutschland bzw. im Geltungsbereich dieses Gesetzes sind notwendig, damit die erweitert beschränkte Steuerpflicht ausgelöst wird. Also eine niedrige Besteuerung liegt vor, wenn bei einem steuerpflichtigen Einkommen von 77.000 Euro die Steuer in deinem Wohnsitz dann zum 1/3 niedriger ist als in Deutschland. In Dubai gibt es keine Steuer, über Dubai reden wir jetzt ja gerade, also gehört Dubai sicherlich dazu. So, was sind nun die wirtschaftlichen Interessen? Wie gesagt, du musst wirtschaftliche Interessen haben im Geltungsbereich des Gesetzes, damit die erweitert beschränkte Steuerpflicht ausgelöst wird. Hier gibt es verschiedene Kriterien, die definiert sind. Erstes Kriterium, du bist an einem Unternehmen in Deutschland beteiligt. Zweitens, du hast deutsche Einkünfte von mehr als 62.000. Das könnte zum Beispiel eine deutsche Betriebsrente sein. Oder, und jetzt kommt der entscheidende Satz, das dritte Kriterium, eine Person hat wesentliche wirtschaftliche Interessen, wenn sie zu Beginn des Veranlagungszeitraumes ein Vermögen hat, dessen Erträge bei unbeschränkter Einkommensteuerpflicht nicht ausländische Einkünfte sind, wenn dieses Vermögen mehr als 30% des Gesamtvermögens ausmacht oder 154.000 Euro übersteigt. Also, das heißt, da ja Einkünfte aus Kryptowährungen in Deutschland keine ausländischen Einkünfte sind und da ein Bitcoin zumindest gerade ungefähr 100.000 Euro wert ist, wenn du jetzt 2 Bitcoins hast, dann sind diese 200.000 Euro wert. Damit hättest du mehr als 154.000 Euro Vermögen. Das heißt also, jeder Kryptoinvestor, der nach Dubai umzieht oder auch in ein anderes Land ohne Doppelbesteuerungsabkommen oder auch digital Nomade ist, der ein Kryptovermögen hat, das mehr als 154.000 Euro übersteigt und dann Verkaufserlöse erzielt von mehr als 16.500 Euro oder andere Einkünfte aus Krypto natürlich, der wäre dann noch in Deutschland steuerpflichtig. Das Ganze trifft für das Wegzugsjahr zu und die 10 Jahre nach dem Wegzug aus Deutschland. Also eine wirklich krasse Regel von wegen steuerfrei in Dubai. Wenn du Kryptoinvestor bist in Deutschland, musst du weiterhin bezahlen. Du musst deine Steuererklärung einreichen. Wie bekommt das Finanzamt das mit? Nun zum Beispiel, indem sie dir eine E-Mail schickt und dich danach fragt. Das ist der häufigste Fall und du bist dann verpflichtet natürlich aufgrund der Mitwirkungspflichten. Wenn du im Ausland wohnst, gibt es sogar erweiterte Mitwirkungspflichten. Du bist verpflichtet, das dem Finanzamt entsprechend zu sagen oder auch wenn du zurückkehrst nach Deutschland. Das ist auch ein häufiger Anlass, dann eigentlich mal zu analysieren, was in den letzten Jahren da passiert ist. Und natürlich ganz klar, die meisten unserer Mandanten möchten sich rechtskonform verhalten. Sie haben keine Lust, mit dem deutschen Staat Probleme zu bekommen. Sie wollen sich frei in der Welt bewegen. Sie wollen ruhig schlafen und nicht ein Damoklesschwert über sich schweben haben, wie ein solches, dass man möglicherweise keine Steuern in Deutschland bezahlt hat oder seinen Erklärungspflichten nicht nachgekommen ist. So gerade in puncto Dubai lässt sich das Ganze zum Beispiel relativ einfach vermeiden, indem du Krypto-Trading machst innerhalb einer Gesellschaft. In Dubai wichtig ist, dass das keine vermögensverwaltende Gesellschaft ist, sondern die muss dann tatsächlich auch gewerblich tätig sein, die muss dann noch Beratung oder irgendwas machen. Und dann hast du ja letztlich ein Gewerbe in Dubai und diese Einkünfte fallen dann natürlich nicht unter die erweitert beschränkte Steuerpflicht. Dort würdest du deine Kryptowährungen einlegen und dann hätte sich das Problem erledigt. Also eine relativ einfache Lösung, muss man ganz klar sagen, aber eben ein bisschen Aufwand schon. Und jetzt fragst du dich natürlich zu Recht, wie kann eigentlich der deutsche Staat hier mich noch besteuern, obwohl ich ja eigentlich gar nicht mehr in Deutschland wohne. Nun, das geht eben aufgrund der deutschen Staatsbürgerschaft. Es gibt diverse Gerichtsurteile, die bestätigt haben, dass diese weiter beschränkte Steuerpflicht tatsächlich mit dem Völkerrecht und auch dem EU-Recht vereinbar ist. Und natürlich als ganz wichtiger Punkt, es gibt kein Doppelbesteuerungsabkommen mit den Vereinigten Arabischen Emiraten. Also Deutschland hat keines, Österreich hat schon eines. Das erlaubt natürlich dem deutschen Staat weiterhin auf diese Einkünfte zuzugreifen. Mit einem Doppelbesteuerungsabkommen wäre das nicht so ohne weiteres möglich. Apropos Österreich, eine weitere Lösung in dieser konkreten Situation könnte sein, dass du zunächst mal deinen Wohnsitz nach Österreich verlegst und dann gleichzeitig von Österreich aus einen Zweitwohnsitz in Dubai hast. Denn dann kannst du das Doppelbesteuerungsabkommen Dubai-Österreich nutzen und dann wärst du vermutlich nicht von der erweitert beschränkten Steuerpflicht betroffen. Das müsste man aber im Detail dann natürlich ausarbeiten. Das heißt, das entscheidende Kriterium, der entscheidende Grund, warum die erweitert beschränkte Steuerpflicht überhaupt möglich ist, ist die Tatsache, dass es kein Doppelbesteuerungsabkommen mit den Vereinigten Arabischen Emiraten gibt. Das heißt im Umkehrschluss, wenn du in ein Land umziehst, mit dem Deutschland ein Doppelbesteuerungsabkommen hat, dann ist diese erweitert beschränkte Steuerpflicht tatsächlich ausgehebelt oder sie kann ihre Negativwirkungen nicht entfalten. Jetzt könnte man ja sagen, okay, dann ziehe ich zum Beispiel nach Malta um oder ich ziehe nach Zypern um oder ich ziehe nach Malaysia um oder ich ziehe in die Philippinen um oder ich ziehe nach Irland um. Das sind ja alles Länder, wo Auslandseinkünfte steuerfrei sind und gleichzeitig sind das auch Länder,
mit denen Deutschland ein Doppelsteuerungsabkommen eingegangen ist. Wenn ich das mache, dann habe ich keine Sorgen. Dann kann ich einfach meine Kryptoeinkünfte so ohne weiteres verkaufen und die erweitert beschränkte Steuerpflicht kommt nicht zum Tragen. Aber Vorsicht, so einfach ist es leider auch nicht. Und um das zu unterstreichen, möchte ich dir einmal ein BfH-Urteil vorstellen, was im Januar 2025 veröffentlicht wurde. BfH-Urteil vom 14. Januar 2025, britische Remittance-Based-Besteuerung, also britische Non-Dom-Besteuerung als Vorzugsbesteuerung im Sinne des Außensteuerrechtes. Hier ging es darum, dass eine Deutsche nach Großbritannien umgezogen war, als Großbritannien noch den Non-Dom-Status hatte. Mittlerweile gibt es ihn ja nicht mehr. Sie hat dann unter dem Non-Dom-Status Kapitalerträge aus Deutschland gehabt, Zinsen, Dividenden, Veräußerungserlöse deutscher Aktien. Es gibt natürlich ein Doppelsteuerungsabkommen mit UK und trotzdem kam der BfH, das höchste deutsche Finanzgericht, zu dem Schluss, dass diese Erträge, die diese Frau erwirtschaftet hat, unter die erweitert beschränkte Steuerpflicht fallen, unter den Paragraphen 2 des Außensteuergesetzes. Das sagt auch die Zusammenfassung des Urteils. Die im Vereinigten Königreich, Großbritannien und Nordirland für zugezogene gewährte Remittance-Basis-Besteuerung kann eine Vorzugsbesteuerung sein, die zur erweiterten beschränkten Steuerpflicht gemäß § 2 des Außensteuergesetzes führt. Eine gegenüber der Allgemeinbesteuerung im Wegzugstaat eingeräumte Vorzugsbesteuerung kann die dortige steuerliche Belastung für den Steuerpflichtigen jedenfalls dann erheblich im Sinne des § 2 Außensteuergesetz mindern, wenn bestimmte Teile des grundsätzlich steuerpflichtigen Einkommens völlig steuerfrei gestellt sind. Die erweitert beschränkte Steuerpflicht gemäß § 2 verletzt weder das verfassungsrechtliche Bestimmungsgebot noch den allgemeinen Gleichheitssatz. § 2 Außensteuergesetz ist mit den unionsrechtlichen Grundfreiheiten, insbesondere mit der Kapitalverkehrsfreiheit, vereinbar. Das deswegen, weil ja auch noch Großbritannien damals in der EU war. So, wenn du mir jetzt zugehört hast, dann wirst du dir sagen, Moment mal. Es gibt ja ein Doppelsteuerungsabkommen mit UK. Warum kann Deutschland trotzdem besteuern diese Einkünfte, obwohl ich ja nicht mehr in Deutschland ansässig bin und nur noch im UK ansässig bin? In dem Doppelsteuerungsabkommen mit UK ist ja ganz klar geregelt, dass sämtliche Kapitaleinkünfte, Kapitalerträge nur im Ansässigkeitsstaat, das heißt in UK, zu versteuern sind. Wieso ist es also möglich, dass Deutschland hier reingreifen kann und einfach mir noch Steuern abziehen kann oder Steuern von mir verlangen kann für diese Einkünfte aus den deutschen Kapitalerträgen? Nun, das ist eine hervorragende Frage und wenn du dieses BfH-Urteil anschaust, Link dazu packe ich hier in die Beschreibung mit rein, dann wirst du sehen, dass das Doppelsteuerungsabkommen an keiner einzigen Stelle erwähnt ist. In dem gesamten Text. Wenn du den ausdruckst, ist der viele, viele Seiten lang. An keiner einzigen Stelle wird das DBA erwähnt. Ich habe den ganzen Text gelesen und ich fand das extrem verwirrend. Aber jetzt muss man wissen, der BfH hat ja letztlich hier einen Fall behandelt, der zunächst vom Finanzgericht in München tatsächlich entschieden wurde. Dieses Urteil zeige ich dir hier an. Und auch dazu packe ich einen Link in die Beschreibung dieses Videos. Und hier in diesem Text kannst du nun sehen, dass das Finanzgericht im Detail auf das Abkommen eingegangen ist. Auch hier in der Einleitung, in den Leitsätzen wird dies deutlich. Deutschland ist nach den Vorschriften des DBA berechtigt, für inländische Zins- und Dividendeneinkünfte eines im Vereinigten Königreich ansässigen Einkommensteuer nach § 2 Außensteuergesetz zu erheben. Und das ist nun extrem wichtig, vor allem wenn du dir ein Wohnsitzland aussuchen willst, in welchem du erhoffst, der erweiterten beschränkten Steuerpflicht zu entgehen. Das deutsch-britische Abkommen enthält eine sogenannte Rückfallklausel oder man sagt auch Subject to Tax Clause oder man sagt auch eine Öffnungsklausel. Diese Öffnungsklausel besagt, dass der Wohnsitzstaat zwar ein Besteuerungsrecht hat, wenn aber der Wohnsitzstaat dieses Besteuerungsrecht nicht in Anspruch nimmt, weil er sagt, Auslandseinkünfte sind steuerfrei, alles was du nicht ins Land überweist ist steuerfrei, dann fällt das Besteuerungsrecht zurück an Deutschland. Und damit ist dann auf einmal eine Situation gegeben, wie wir sie zuvor in Dubai erlebt haben. Jetzt auf einmal kommt § 2 AStG, also die erweitert beschränkte Steuerpflicht, wieder zur Wirkung und du hast dann im Grunde genommen keinen Abkommensschutz. Daher muss man den Satz, den ich vorhin gesagt habe, also um die erweitert beschränkte Steuerpflicht zu vermeiden, ist es wichtig, in ein Land umzuziehen, was ein Doppelsteuerungsabkommen hat mit Deutschland. Wenn du von solchen Einkünften betroffen bist, wohlgemerkt, ja, also das muss man natürlich zunächst mal prüfen. Wenn du sowieso keine Kryptoeinkünfte hast, wenn du sowieso keine deutschen Einkünfte hast, ich sage jetzt mal deutsche Aktien zum Beispiel, dann ist das Ganze möglicherweise sowieso egal für dich. Ja, also das heißt, ob jetzt die erweitert beschränkte Steuerpflicht überhaupt ein Problem für dich darstellt. Und ich hatte ja vorhin gesagt, man kann möglicherweise einfach durch die Etablierung einer Trading-Firma das Ganze sowieso lösen. Ja, aber
unter der Annahme, dass du das Ganze komplett vermeiden willst, dann ist eben nicht nur die Tatsache wichtig, dass es ein Doppelbesteuerungsabkommen gibt, sondern auch, dass es keine Rückfallklausel gibt. Die Rückfallklausel, die es im britischen Abkommen gibt, die gibt es übrigens auch im irischen Abkommen. Das heißt, auch in Irland hat man potenziell dieses Thema, wenn man noch deutsche Einkünfte hat und eben auch nicht ausländische Einkünfte hat, zum Beispiel Krypto. Aber andere Länder haben keine Rückfallklausel. Zum Beispiel Malta hat keine Rückfallklausel. Die Philippinen haben keine Rückfallklausel. Beides Abkommensstaaten mit Deutschland. Die Schweiz ist ein sehr interessanter Fall. In der Schweiz gibt es ebenfalls eine Öffnungsklausel. Hier spricht man nicht von einer Rückfallklausel, sondern im Grunde genommen gibt es die überdachende Besteuerung, die in den ersten 5 Jahren gilt, wenn du in die Schweiz umziehst. Dennoch ist es in der Schweiz trotz dieser überdachenden Besteuerung möglich, zum Beispiel, solange du nicht in einem niedrig besteuerten Kanton wohnst, wenigstens, zum Beispiel Kryptowährungen steuerfrei zu verkaufen, denn die Veräußerung von Kryptowährungen ist in der Schweiz steuerfrei. Aber das Abkommen an sich, also das heißt die überdachende Besteuerung, regelt im Grunde genommen lediglich, dass deutsche Kapitalerträge, das heißt wirklich deutsche Zinsen, Dividenden, Veräußerungshöfe von deutschen Aktien von der überdachenden Besteuerung betroffen sind, nicht aber Kryptowährungen. Lebst du allerdings dann in einem Niedrigsteuerkanton oder nutzt du die Pauschalbesteuerung in der Schweiz, dann fällst du auf einmal wieder unter die weiter beschränkte Steuerpflicht. Und dann hast du wiederum das gleiche Problem, was wir auch in Dubai vorhin beschrieben haben. Also für uns ganz klar, einer der Gründe, warum wir eigentlich die Philippinen und auch Malta sehr gut finden, ist genau das, was ich gerade eben genannt habe. Es gibt dort keine Rückfallklausel im DBA. Es gibt keine Öffnungsklausel. Das heißt, der deutsche Staat kann da nicht so einfach reingrätschen, weil die Einkünfte in Malta oder den Philippinen nicht besteuert werden. Auch dort muss man das Ganze richtig implementieren, richtig planen, richtig gestalten. Ansonsten kann es auch hier Probleme potenziell in Deutschland geben. In diesem Sinne, wenn du dich mit dem Thema Auswandern beschaffst, wenn du Kryptoeinkünfte hast, wenn du deutsche Einkünfte hast, zum Beispiel wenn du deutsche Aktien hast, wenn du deutsche Zinsen bekommst, dann ist es vielfach zu empfehlen, dass du in ein Land mit Doppelbesteuerungsabkommen umziehst. Aber wie gesagt, es muss das richtige Land sein. Ansonsten wirst du möglicherweise steuerliche Probleme haben. Lass dich beraten von deinem Steuerberater, von deinem Rechtsanwalt, damit du hier nicht in eine Steuerfalle tappst. Wenn du planst auszuwandern und im Ausland Steuern zu optimieren, dann würde ich mich freuen, mit dir ein Beratungsgespräch zu führen. Link dazu packe ich hier in die Beschreibung dieses Videos mit hinein. Wir tun seit fast 20 Jahren nichts anderes, als Mandanten genau bei solchen Fragen zu beraten. Wegzug ins Ausland, Steueroptimierung im Ausland, Vermögensschutz. Ich würde mich freuen, auch dich jetzt bald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.